1 Million Euro als Angestellter. Ist das überhaupt möglich? Wenn ja, wie viele Jahre braucht man dafür? Meine Frau und ich investieren seit 2019 in Aktien und ETFs als Team. Unser Ziel ist es, bis 2036 die Millionenmarke zu knacken, um finanziell freier zu werden und nur noch auf Wunsch weiterzuarbeiten. Den ganzen Weg bis dahin, inklusive persönlichen Änderungen wie Homeoffice, Nachwuchs, Elternzeit, Reisen oder Autokauf, teile ich seit 2024 ganz offen hier mit dir auf YouTube. Unser aktueller Stand: 277.000 Euro in Aktien und 10.000 Euro Cash-Reserve. Am Anfang des Jahres war unser Depot sogar 295.000 Euro groß, also fast 20.000 Euro höher. Ist auch kein Wunder, denn der Fear and Greed Index signalisiert gerade eine ordentliche Panik an den Aktienmärkten und alles rutscht nach unten. Und genau in solchen Phasen müssen wir jetzt aktiver werden. Deswegen will ich dir heute über meine neuesten Investitionen berichten, die ein massiver Baustein für unser Ziel ist. Ich zeige dir heute, welche 2 Aktien das sind, wie nur eine der beiden Positionen uns mit über 1 Million Euro in die Rente schicken und dann noch jährlich mit über 15% Dividende als Taschengeld verwöhnen könnte. Wie viele Stücke ich zu welchem Preis gekauft habe und welche 3 weiteren spannenden Qualitätsaktien ich aktuell als kaufenswert sehe, erzähle ich dir gleich. So ein Content klingt für dich hilfreich und spannend? Dann lass ein Abo da, um keine Updates zu verpassen, und gib dem Video ein Like. So hilfst du, das Video auf YouTube zu verbreiten und Menschen zu erreichen, die noch gar nicht angefangen haben zu investieren. Danke für deinen Support und jetzt schnall dich an, wir rechnen uns heute reich. Alle meine Videos dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und sollen einfach als Motivation und Inspiration dienen. Also nicht vergessen, es ist keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf. Von wem auch? Von einem normalen Büroangestellten? Erste Aktie, die ich am 18. März schon wieder nachgekauft habe, der US-Zahlungsdienstleister Visa. Eine Aktie zu 262 Euro gekauft. Warum ich meine Visa-Position ausbaue, kannst du in dem Video oben rechts nachschauen. Als zusätzliche News wäre vielleicht zu erwähnen, dass Visa allen Trends folgt und in den Bereichen KI und Krypto bereits erste Tests mit KI-Agenten fährt. Diese sollen nämlich sogar die Zahlung selbst übernehmen und somit viel Arbeit und Personal sparen. Klingt heftig, aber bei einem Erfolg könnte Visa damit unverschämt viel mehr Cashflow als jetzt generieren. Gesamtposition: Ich bin bei Visa seit Mitte 2024 investiert und habe unsere Position nun auf über 18 Anteile vergrößert. Die Position ist mit einem leichten Plus aktuell etwa 4.900 Euro groß. Mein Ziel war es, auf mindestens 5.000 Euro zu kommen. Mit dem kommenden Sparplan von 175 Euro pro Monat wird meine minimale Positionsgröße also bald erreicht sein. Zweite Aktie, die ich am 23. März nachgekauft habe, ist ein absoluter No-Brainer und meine allererste Einzelaktie überhaupt. Microsoft. Eine Aktie zu 330 Euro. Genau wie ich im letzten Video erwähnt habe, alles unter 330 Euro ist für mich ein schöner Kurs, um die Position weiter zu vergrößern. Warum finde ich Microsoft gerade so sexy? Der Aktienkurs befindet sich fast 30% unter dem All-Time-High. Das aktuelle KGV liegt bei 23 und das erwartete KGV für dieses Jahr soll sogar bei 22 liegen. Das ist etwa 50% unter dem durchschnittlichen 34er KGV der letzten 10 Jahre. Es wird zwar eine etwas niedrigere Nettomarge erwartet, aber auch 37% sind immer noch 10-mal mehr als die Nettomarge der deutschen Lufthansa. Ich weiß, Microsoft und Lufthansa kann man eigentlich nicht vergleichen, aber ich wollte dir einfach mal zeigen, was für eine Cashmaschine Big Tech im Vergleich zur alten Welt ist. Die Dividendenrendite liegt bei etwa 1%, die Dividende wird aber seit über 20 Jahren um etwa 10% pro Jahr gesteigert und ist mehr als genug durch den Free Cashflow gedeckt. Und das sieht
sieht man bei Big Tech Werten wie Microsoft wirklich selten. Der aktuelle Aktienkurs liegt etwa 20% unter dem Fair Value. Das heißt, es gibt massives Potenzial nach oben. Gesamtposition: Ich bin bei Microsoft seit März 2020 investiert und habe unsere Position nun auf 65 Anteile vergrößert. Seit 2020 habe ich bei Korrekturen immer wieder nachgekauft. Das war Ende 22 und Anfang 2025 der Fall. Das erkennst du im Chart an dem blauen Buchstaben K. Auch während der aktuellen Korrektur ist die Position noch mit etwa 36% im Plus und beläuft sich auf über 21.500 Euro. In den letzten Jahren war das meine größte Position im Depot, aber da ich letztes Jahr stark in die abgestrafte Alphabet-Aktie investiert habe und diese dann extrem gewachsen ist, rutschte Microsoft auf Platz 2. Da ich aber allein dieses Jahr im Dip über 7.000 Euro in Microsoft investiert habe, ist es nur eine Frage der Zeit, wann ich dafür belohnt werde. Was bedeutet das für meinen Weg zur Million und wie soll dieses Video dich motivieren? Wenn ich eine Aktie langfristig ins Depot packe, spiele ich gerne ein bisschen mit den Zahlen rum, um den möglichen Output zu schätzen. Wenn meine 21.500 Euro Position weiterhin mit moderaten 15% pro Jahr wächst, in den letzten 10 Jahren wuchs Microsoft übrigens um 23% pro Jahr, dann können daraus nach 12 Jahren über 100.000 Euro werden. Nach 20 Jahren wären das 300.000 Euro und bei meinem Renteneintritt sogar über 1 Million Euro. Und das Ganze ohne, dass ich auch nur einen weiteren Cent einzahle. Die nächste Berechnung ist die potenzielle Dividendenrendite. Im letzten Video hatte ich einen ziemlich optimistischen Rechenfehler drin, aber jetzt mache ich alles richtig. Heute beläuft sich die Dividende auf etwa 1%. In den letzten 10 Jahren wurde die Dividende jährlich um 10% gesteigert. Wenn das so weiterläuft, darf ich mich in 30 Jahren auf eine persönliche Dividendenrendite von 15% und etwa 3.400 Euro pro Jahr brutto freuen. Wenn wir aber sagen, hey, wir reinvestieren die ganzen Dividenden wieder zurück in Microsoft, dann können es ab Jahr 30 sogar über 14.000 Euro pro Jahr werden. Das heißt, nach 30 Jahren könnte meine persönliche Dividendenrendite bei etwa 65% liegen. Wohlgemerkt bezogen auf meine ursprüngliche Investition von heute. Aber klar, das ist alles Theorie und nur eine Schätzung. Aber so kann ich zumindest grob nachrechnen, was mir die heutige Investition in der Zukunft bringen kann. Und das kann ich dir nur empfehlen. Welche Aktien stehen bei mir als nächstes auf der Einkaufsliste? Alles auf Visa, Microsoft oder andere Big Tech Unternehmen zu setzen, wäre vermutlich nicht die beste Idee. Daher versuche ich einen kleinen Teil als Ausgleich auch in andere Branchen zu investieren. Diese 3 spannenden Unternehmen habe ich aktuell im Auge und würde sie eventuell nachkaufen. Und nicht vergessen, das sind nur meine persönlichen Wunschkurse und keine Anleitung, wie du es machen sollst. Aktie 1, Domino's Pizza. Wer mag bitteschön keine Pizza? Ich kenne diese Person tatsächlich nicht. Domino's Pizza ist ein weltweiter Franchise-Gigant, bei dem ich unter 310 Euro die erste Tranche plane. Wachstum und Margen sind hier zweistellig, besonders der Markt in Indien wächst gerade enorm. Plus, wenn sogar Berkshire Hathaway die Aktie immer weiter aufstockt, dann sollte das ein verdammt solides Unternehmen sein. Aktie 2, Procter & Gamble. Falls die KI- und Tech-Euphorie mal etwas nachlassen sollte, dann greifen die Anleger meistens zu den sicheren Häfen. Und da sehe ich Procter & Gamble definitiv als einen davon. Ich bin hier bereits mit etwa 1.500 Euro investiert und wenn der Kurs wieder unter 120 Euro rutscht, kaufe ich ein paar Anteile nach. Die zahlen mir dann nämlich auch während einer Korrektur ihre stabilen 3% Dividende. Und die dritte Aktie, die aktuell vielleicht nicht mehr so ganz in ist, aber langfristig extrem spannend bleibt, ist Ferrari. Ein einzigartiger Burggraben mit enormer Preissetzungsmacht und krassen Nettomargen von über 20%. Mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ich habe hier aktuell eine kleine Position von 5 Anteilen, würde aber unter 270 Euro definitiv noch ein paar Aktien ins Depot schmeißen. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du dieses schnelle Format über meine Investitionen gut findest, dann schreib es mir unbedingt in die Kommentare. Mich würde brennend interessieren, hast du die Aktie von heute auch im Depot oder setzt du auf die Konkurrenz? Lass mir ein Like da und vergiss das Abo nicht, um unsere Reise zu Millionen nicht zu verpassen. Danke dir fürs Zuschauen und deinen Support. Hier findest du noch 2 weitere Videos, die perfekt zu deiner Strategie passen könnten. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Kakao.